Ich mache das ja nie. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute quasi ein Wunschvideo für euch. Und zwar vor kurzem habe ich von Bosch die sogenannte Expert-Serie vorgestellt, das beste Zubehör von Bosch. Und ich habe euch gefragt, welches Zubehör soll ich mal testen und mal etwas mehr benutzen und etwas im Detail zeigen. Und die einhellige Meinung an Top 1 stand ganz klar das Thema Lochsägen. Deswegen haben wir uns heute die Lochsäge mal etwas genauer vorgenommen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wir haben vor kurzem uns ja in einem Video das Thema Bosch Expert Serie angeschaut. Falls du noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir das mal hier oben. Bosch hat gesagt, wir markieren ganz klar das beste Zubehör von Bosch mit einer bestimmten Farbkodierung, dieses Blau und Rot, schreiben Expert drauf und damit du genau weißt, was ist das beste Zubehör von Bosch. Ich weiß, letztes Mal gab es einige Kommentare, das ist ja gar nicht das beste Zubehör, es gibt vielleicht irgendwo noch mal besseres Zubehör, habe ich gar nicht gesagt, aber es ist von Bosch das beste Zubehör. Und ihr wollt das Thema Lochsägen sehen, also schauen wir uns das hier mal an im Detail. Natürlich erstmal noch der Hinweis, wir haben das Ganze hier mit dem Bosch GSR 18V 150C gemacht. Das Video dazu findest du auch oben verlinkt. Und übrigens all das, was ihr hier seht, habe ich am Ende des Tages mit diesem einen Bohrer hier gesägt. Gefräst? Gesägt? Nee, ihr wisst, was ich meine. Ja? Und so sieht er am Ende aus. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir erstmal zu den Lochsägen. Dann fangen wir hier einfach mal an. Ja? Hier sind die Lochsägen hier von Bosch Expert und wir haben hier den Power Change Adapter. Und in der Vergangenheit sah das Ganze ja so aus. Da habt ihr das Ganze hier gehabt und was ihr hier schon seht, ja, das ist das alte System und was ihr hier schon seht, ist Folgendes. Solltest du noch in diesem System sein und solltest du sagen, ich möchte gerne mir Expert Dinge dazu kaufen, ja, dann ist es überhaupt kein Thema, dann könnt ihr das einfach oder den Power Change Adapter einfach weiter benutzen, einfach raus, hier das andere rein und schon funktioniert das Ganze. Das ist also überhaupt kein Thema. Ja? Ihr habt hier entsprechend den ganz normalen Power Change Adapter, den ihr dafür nutzen könnt. Übrigens ein großer Vorteil hier von dem Adapter ist folgendes, wenn du jetzt hier gebohrt hast, Moment, ich zeige euch das mal hier, wenn du das Ganze hier benutzt hast, dann hast du es ja häufig, dass das Ganze so aussieht wie hier. Ja? Dann hast du hier das Ganze drin. Wie kriegst du das Ganze jetzt raus? Vielleicht hast du gar kein Werkzeug dabei, du weißt nicht, wie du es rauskriegen sollst. Dann kannst du einfach den Adapter nehmen, das hier rausnehmen und hier das Ganze auch werkzeuglos wieder rausnehmen. Finde ich eigentlich sehr clever gelöst, ja, das Ganze, dass du das auch so einfach wieder rausnehmen kannst. Aber lasst uns mal schauen, welche verschiedene Systeme gibt es eigentlich. Denn es gibt auch in der Expert Range von Bosch 3 verschiedene Typen. Erstens, es gibt die TAF-Serie, das sind diese hier, schaut mal. Das hier ist die TAF-Serie, so sieht die ganze hier aus, mit den Spitzen hier. Das ist übrigens Carbid überall hier drauf. Das ist die TAF-Serie. Das hier ist die Construction-Serie. Ihr seht hier auch, dass wir hier wesentlich weniger Klingen haben und einen wesentlich größeren Auswurf für Späne, ja, um hier auch noch schneller voranzukommen. Wichtig ist erstmal, für welches Material ist das Ganze. Das hier ist für alles, was du so auf der Baustelle findest. Das ist für Holz. Das ist für sowas wie USB, Gipskarton. Damit kann man auch hier Ytong zum Beispiel auch wunderbar mitschneiden und auch Ziegel. Auch für Ziegel ist das Ganze geeignet. Ja? Diese Serie hier, und für dünnes Metall, also für Bleche und ähnliches, da kann man das Ganze hier auch drin verwenden. Das hier kann eigentlich dasselbe, aber kann kein Metall. Das ist ganz wichtig. Und als drittes gibt es noch eines, und zwar das hier. Und das hier ist die Serie speziell für Stahlbleche oder für Metall. So, ja. Und hier habt ihr entsprechend auch Schneiden, die speziell dafür für Metall geeignet sind. Ja. Übrigens auf allen, und hier habt ihr natürlich auch entsprechende spezielle Spitzen hier, um entsprechend auch vernünftig zu arbeiten. Hier brauchen wir natürlich andere Ansprüche. Der Power Change Adapter ist übrigens immer der gleiche. Ja. Der unterscheidet sich im Ganzen überhaupt nicht.
Bei den ganzen Kisten hast du übrigens Folgendes. Du siehst auf den Kisten hinten drauf auch immer, wofür das ist. Ja? Hier sehen wir auch die verschiedenen Materialien, wofür wir das Ganze nutzen können. Hier für Metall bis 5 mm. Das Ganze sehen wir hier auf dem übrigens auch. Ja, da ist es hinten auch entsprechend abgedruckt. Finde ich sehr clever gemacht. Übrigens mag ich diesen Koffer sehr gern. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Ihr habt hier den Koffer, in dem hier der Power Change Adapter drin ist. So, die verschiedenen Spitzen, die ihr braucht. Moment, hier. Einmal ja, für Stein, einmal für Holz. Und könnt hier die Kronen entsprechend reintun, wo immer ihr das wollt. Ja. Ich finde das sehr gut gelöst und könnt das hier am Raster ausrichten, könnt auch andere Größen oder mehr davon kaufen und könnt das einfach hier entsprechend füllen, zu und los. Aber genug geredet, jetzt wollen wir auch mal testen. Knack, knack, knack. Der Anstrengung nehme ich wieder die Bohrkrone und schaue, wie es jetzt im Holz läuft. Ja, du siehst, wie schön das Ganze funktioniert hat in den verschiedensten Materialien, mal rein, mal hier, mal jenes. Und natürlich muss man immer bedenken, ich habe versucht jetzt hier die Extremtests zu machen. Das heißt zum Beispiel hier auch in das Buchenholz hätte man natürlich von Anfang an eher langsamer sägen sollen, damit das nicht an der Seite anläuft. Interessant ist aber Folgendes, wir haben ja verschiedenste Materialien gesägt und die Standfestigkeit dieser Lochsäge ist wirklich erstaunlich. Also es ist wirklich erstaunlich, du kannst sägen und sägen und sägen oder zumindest bohren, was sagt man, bohren oder sägen? Schreib es mal unten in die Kommentare. Und gerade wenn du dir zum Beispiel das hier anschaust, hier habe ich ja wirklich eins nach dem anderen gearbeitet. Und etwas, was diese Lochsägen ja so an sich haben, ist Folgendes, und zwar, wenn sie heiß werden, fangen sie an auszuglühen, beziehungsweise fangen sie an, schlechter zu sägen oder dann schnell stumpf zu werden. Und genau das, hast du ja hier gesehen, ist eben nicht passiert. Ich habe hier gesägt, immer weiter und sie hat immer wieder dasselbe gemacht und wirklich einen tollen Dienst.
Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber Bosch sagt, dass diese Lochsägen hier bis zu 50 Mal länger als normale halten. Und wenn ich jetzt wiederum mir vorstelle, ich habe früher immer diese einfachen Packs gekauft für 5 oder 10 Euro, wo man die verschieden kombinieren konnte. Ja? Ich möchte jetzt bewusst die Marke nicht nennen. Damit habe ich früher gesägt und wenn ich mir überlege, wie lange ich gebraucht hätte, um hier durch Hartholz durchzukommen, ja? Mit einem 68er Loch, wie in diesem Fall. Es hätte ewig gedauert, hätte auf jeden Fall wäre es verkohlt und es wäre nicht schön geworden. Und hier ist es so, dass man sich einfach hinsetzt und macht ein Loch und es ist überhaupt kein Problem. Das macht richtig Spaß und deswegen sage ich auch, es macht auch Spaß, mit wirklich gutem Werkzeug zu arbeiten. Bin gespannt, was ihr zu dem Ganzen hier schreibt. Falls ich einen Test hier übersehen habe oder falls ich etwas Wichtiges nicht gezeigt habe, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare und vor allem schreibt doch auch mal bitte, was ich aus der Expert-Serie oder auch anderes Zubehör mir nochmal anschauen soll. Jetzt aber für euch erstmal ran an die Lochsäge und bis zum nächsten Mal. Okay. Er putzt hier nur. Ich putze hier nur. Ich mache das ja nie. Das ist richtig. Mach mal weiter hier, weiter. Weiter. Da sind noch Späne. Ja.